Maman a cru que papa, il l'a trahi. Mais en fait, papa, il dit non. Alors après, un bout d'un moment, elle a dit « Dégage de chez moi ». Et papa, il a dit « Ok, je dégage ». Et voilà. Papa, je sais pas s'il l'a vraiment trahi, mais je crois que c'est maman qui l'a trahi. Parce qu'en fait, il avait des photos. Et papa, il a vu les photos. Il a dit « C'est qui celui-là ?» Elle a dit « Ah, mais c'est un collègue ». Et en fait, il savait très bien que c'était pas un collègue. Il savait qu'il était en train de la trahir. Et après, voilà. Après, quand maman, elle a dit « Sors », puis il a dû dormir dans sa voiture. Non. Oui. Non, pas tout de suite. Il est dormi dans la chambre tout le temps. Oui, et après, mais quand il a dû partir dans la maison, il a dû dormir dans la voiture. Oui, alors arrête. Il a dû dormir dans la voiture, il a dû dormir chez des amis. Et après, on a trouvé un tout petit appartement. Et on a vécu là-bas. Et après, papa, il a trouvé Sylvie. Alors, on vit avec elle maintenant. Voilà. Moi, j'aimerais juste que mes parents soient fiers de moi. J'essaie d'écouter leurs conseils. Des fois, j'écoute pas, je suis un peu dans la lune. Et du coup, après, je sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Quand je suis fâchée, je le dis pas. Ou quand je suis triste, je le dis pas. Je le garde dans mon cœur. Parce que j'ai pas envie qu'il se fasse des soucis.
aufgewachsen ist im Verhältnis, dass mein Vater und meine Mutter es halt nicht einfach so gut haben. Ich bin froh, dass meine Schwester da ist. Auch wenn ich mir mag streiten, dass es nicht so einfach ist. Das, was man schützen muss, das, was man bei sich haben will, das, was einem Freude macht, das, wo man darauf stolz sein kann, das, wo man groß sein kann, das, wo man da sein kann dafür. Und wenn man das nicht kann als älterer Teil, muss das einen echt fertig machen. Deswegen kämpfen Eltern auch immer so. Manchmal verbittert, manchmal weniger heftig, ums Recht, seine Kinder bei sich zu haben. Sarah, bist so böse. Mama! Nicht Carlton. Carlton. Hä? Du schaust den Boden an. Ich hatte gesagt, schau die Ziel an. Okay. Ich fange mit Gala. Carlton, schau mal. Schau jetzt. Da. Aber nicht von mir schießen. Komm jetzt hier und zeig auf das rote Punkt dort. Okay, genau so bolst. Hey. Durchdenken, was du machst, von Ja. dem richtigen Punkt ausgehen. Nein, das ist nichts. Carlton, nein, Carlton, komm. Wer ist jetzt dran? Sherazade. Carlton, wo bist du, wo stehst du, um was schaust du? Ups. Carlton, Sie langt genau. Carlton, Ja. konzentrier dich auf dich. Ich schwöre dir. Du wirst es irgendwann einmal selber merken. Ich meditiere. Irgendwann einmal wirst du es selber merken. Ja. Ich meditiere mit Atmen. Papa, du bist dran. Ich kann das stundenlang machen. Ich habe 8 Jahre Berufsmilitär gemacht. Willst du mich schreien hören? Nein. Gut. Mein Vater ist sehr dominant. Er hat es halt auch nicht so leicht gehabt in seiner Kindheit. Aber er ist auch sehr liebevoll und gibt sich vielem hin. Also wenn er etwas macht, dann richtig oder gar nicht. Ich weiss nur, dass mein Vater halt immer so präsent war. Er ist im Vordergrund und meine Mutter im Hintergrund. Ich glaube, dass er meine Mutter immer unterdrückt hat, sozusagen.
Irgendwann hat meine Mutter sich dann gewehrt. Und dann ist so halt immer mehr zum Streit gekommen. Ich erinnere mich ein bisschen an meine Kindheit, aber ich erinnere mich irgendwie nicht an meine Mutter. Also so gar nicht. Ich erinnere mich nicht, ob sie da war oder nicht. Ich und meine Schwester sind auf so einem Spielplatz gesehen, wir haben gespielt. Und dann ist meine Mutter plötzlich dort gesehen. Und von hinten ist dann so eine riesige Echse gekommen und hat sie mit einem Biss geholt. So. Ich glaube, als ich noch ganz klein war. Aber ich kann mich noch daran erinnern. Wir 3 Brüder sind einfach vom Handball gekocht, haben Blödsinn gemacht, wie immer. Meine Mutter auf dem Ofen, der brüllt. Nachher ist der Vater reingekommen und haben sie verstreiten miteinander. Und nachher weiss ich noch, wo die Mutter uns, also mich vor allem, an die Hand genommen hat und gesagt, komm, wir gehen raus. Und dann bin ich mit und dann sind meine Brüder und die Schwester auch mitgekommen. Dann sind wir weiter hinten, jetzt ein Mäuerchen, sind wir drauf gehockt, haben miteinander ein bisschen diskutiert. Ja, und nach einer Zeit sind wir heim und da war der Vater auch nicht rum. Dort haben sie mir gesagt, also uns eigentlich allen, dass sie anfangen zu packen, wir helfen wollen. Und ich habe hier gemeint, wir packen sie in die Ferien.
Nachher am Abend hat sie ihre Kleider genommen und alles und ist gegangen. Ich habe zuerst immer gedacht, ja, es ist nur, die Mutter geht nur in die Ferien und nachher mit der Zeit hast du eine Überlegung gemacht, wer geht schon ein Jahr in die Ferien oder noch mehr. Nachher, wo der Vater wirklich gesagt hat, wegen der Trennung, hast du das gar nicht richtig verstanden, was das ist. Aber du hast gleich nicht getraut, nachzufragen, was es ist. Und du bist einfach, ja, hast einfach gedacht, ja komm, wir lassen es jetzt mal sein, so wie es ist. Und ja, nachher hat sich so ergeben. Ja, sie war eigentlich immer für uns da. Sie hat immer geschaut, dass wir rechtzeitig aufgehen für die Schule oder dass wir nicht zu lange schlafen. Oder auch am Abend, wenn wir ins Bett sind, ist sie immer schnell ins Zimmer reingekommen, schauen, ob alles gut ist. Und ja, sie hat viel gebacken, Kuchen und allgemein. Das ist etwa am Abend einen Kuchen gegessen. Das ist eigentlich das, was ein bisschen gefällt hat. Ich weiss nicht, ob es an der Mutter gelegen ist oder am Vater oder gleich wegen uns. Richtig verstanden habe ich das nie. Weil wir haben miteinander nicht geredet. Und weil wir das gar nicht gecheckt haben, was jetzt wirklich abläuft in der Welt, haben wir gedacht, ja komm, weisst du, komm, wir lassen es mal sein. Wir sehen es ja schon, wie es aussieht. Ich habe mich am Anfang geschämt, weil bei uns oben war es die einzige Trennung. Und darum sind wir hier sozusagen zur Spott geworden. Als es nachher auf das Klassenlager gegangen ist, hat unsere Lehrerin gesagt, wir können nicht mit. Ich habe schon gemerkt, was in dir innen ein Gefühl kommt, das du vorher nie gehabt hast. Irgendwie ist wirklich eine richtige Wut durchgekommen. Und gleich, wenn du wieder gedacht hast, ja, wenn ich mich jetzt aufrege, es bringt gleich nichts, dann können wir es ja prinzipiell gerade sein. Und dann bist du einfach wieder ein bisschen oben runtergekommen. Dann hast du die Geschwindigkeit schnell gesammelt und du bist halt, je nachdem, was du gemacht hast, bist du halt schnell ein bisschen weitermachen oder sonst ein bisschen rumgelaufen. Es ist gegangen, ändern kann man es nicht mehr. Die Zeit kann man nicht zurückdrehen, ja. Was willst du machen?
Ich bin hier viel zum Großvater aufs Grab über. Dort bist du anfangs Wald, es ist ein bisschen ruhiger. Du hörst vielleicht ein bisschen die Vögel pfeifen, den Wald rauschen. Dort bei dir ein Auto durchfährt, hörst du ein Auto. Es ist einfach ein bisschen Ruhe und kannst einfach mit jemandem reden. Su con le mani, ora, mani a sinistra, in avanti, fianchi, movimento di bacino, ora. Maman, elle m'a dit que c'était fini entre eux parce qu'ils s'aimaient plus. Papa, il a été dans un petit appartement. Puis avec maman, on est resté dans la maison. Papa, il s'est dit que l'appartement, il était trop petit. On n'arrivait pas à dormir vu qu'on n'avait qu'un lit, qu'une chambre. Papa, il nous a présenté Sylvie et Quentin. Et maman nous a présenté Patrick et Mathilde. Quand on était dans l'appartement, papa, et quand on partait, il se sentait seul parce qu'il n'y avait personne qui venait. Il était seul, puis ça se voyait sur son visage. Puis après, avec Sylvie, on a vu qu'il avait quand même un peu plus de... Quand on partait, il avait quand même un peu plus de joie sur son visage. Alors, il nous a posé la question si on voulait aller vivre avec Sylvie. Puis on a dit oui.
avait plus de place dans la maison de Sylvie. Mais des fois, j'ai quand même un petit peu peur du noir. Alors, on met une petite lumière. Je me dis que c'est pas très juste qu'on fait 4 jours avec maman, puis qu'on fait 1 jour avec papa. Et je sais pas pourquoi. C'est important pour moi que ce soit équitable, parce que sinon je me dis qu'ils vont croire que j'aime plus l'autre ou que j'aime moins l'autre. Für mich auf jeden Fall ist das Schlimmste, wenn man mich fragt, entscheide dich zwischen deiner Mama oder deinem Papa, dann denke ich mir so, hallo, bist du irgendwie blöd? So von wegen, spinnst? Es sind meine Eltern, ich will nicht irgendwie entscheiden zwischen ihnen, ich habe sie beide lieb. Hauptsächlich ist es darum gegangen, zu wem kommen wir. Und mein Vater hat uns halt unbedingt wollen. Und er hat uns halt sehr manipuliert. Und er hat halt immer so gesagt, oh, er ist der Ärmste und er ist so krank und immer so Scheiße über unsere Mutter erzählt. Von wegen, unsere Mutter sei nicht fähig, für uns aufzupassen. Kommen zu mir, bei mir wird alles besser, eure Mutter ist schlecht. Das zerstört einen. Das macht einen fertig, wenn dann beide ältere Teile versuchen, dich zu bestechen in diesem Sinn. So mit 4 versteht man das nicht. Und dann geht man auf das ein und dann sieht man, wie der eine die ältere Teil zerbricht, in dem Sinn, wenn er vielleicht nicht damit umgehen kann. Man versteht es nicht und dann schadet. Dann denkt man sich so, ich habe euch doch beide lieb, wieso? Was ist jetzt eigentlich los? Durch das Bild, das wir von meiner Mutter hatten, haben wir eigentlich gar nicht zu ihrer Welle, sondern einfach nur wie die Scheu vor ihr. Wir haben uns dann wie so eine Mauer gebaut. Und durch das dann auch zum Beispiel, uns ist am Anfang schwer gefallen, unsere Mutter so wir als höhere Person mitnehmen.
wo meine Eltern um uns gestritten haben, haben halt unbedingt zu ihm wollen. Und denken, wir müssen dafür kämpfen, dass wir von ihr wegkommen. Dann ist es halt einmal ausgeartet. Ich habe gesagt, ich will weg. Ich habe ein Reisetheater gemacht. Und dann habe ich meinen Vater angerufen. Wir sind zu seinem Anwalt. Aber der Anwalt hat gesagt, es geht nicht, dass ich zum Vater komme. Dann haben sie mir einfach kurzerhand einen Notfallplatz organisiert. Dann hat er mich ins Heim gebracht. Und dann bin ich in dem Zimmer gesehen, in dem Kleinen. Und habe einfach angefangen zu heulen. Ich habe mich einfach allein gefühlt. Keiner war da für mich. Was mich eigentlich fast immer traurig macht, ist so ein Moment, wo ich klar denken kann. Wo so alles ruhig ist. Und dann ist wie keine Ablenkung da.
Dann denke ich meistens über die Realität nach, also so, was Sache ist. Was am meisten hilft, ist, wenn man so kurz rausgeht und die Umgebung anschaut. Du tust dir dann wie selber erklären, wie du dich aufmunterst, was du besser machen kannst. Und eigentlich nur, indem du Sachen beobachtest, die eigentlich gerade nichts mit dem zu tun haben, wieso du eigentlich traurig bist. Ich war traurig und dann habe ich so einen Wassersprengel angeschaut. Und dann ist das Gras nass. Und der Regenbogen ist daraus entstanden und so. Ich habe so die Strukturen im Boden gesehen und so. Und so der Wind, was er gesagt hat. Es sind eigentlich noch voll creepy, aber es hilft irgendwie. Es war recht spät am Abend, so gegen die 12 Uhr in der Nacht. Dann haben die Kollegen so geschrieben, ja, du, wie sieht's aus, kommst du ein Motto-Grosswagen über? Ich, nein, ich habe keine Zeit, ich darf gar nicht, ich laufe nicht drüber. Dann haben sie gesagt, ich kann den Traktor nehmen. Dann bin ich auf die Idee gekommen, ja, wir könnten ihn ja nehmen. Und dann bin ich runter, habe mich angelegt und bei uns, es war noch warm. Ich habe einen Nachbar einen Traktor genommen mit dem Kipper dran. Der ist hier hinten gestanden, in Säuschür hinten, und bin gegangen. Wenn ich unseren Traktor genommen hätte, wäre das Problem gewesen, der Babi wäre verwacht, durch ein Schüttloch drüber raus hätte müssen, hier die Strasse raus. Und dann hat er natürlich noch gut gehört. Und wenn ich das Land ab wäre, hätte ich die Zäune wegnehmen müssen. Das wollte ich auch nicht. Und dann bin ich über das Orstgau nachher auf Grosswanger. Da habe ich immer geschaut, dass niemand hinter mir noch gefahren ist. Und hier, ja, bei dem Parkplatz weiter hinten, ist im Nachbar seine Bub zu fahren gekommen. Er hat mich gesehen und rausgenommen. Und er hat gemerkt, dass das sein Traktor ist. Und er hat die Polizei angerufen. Ja, da ist die Polizei gekommen, ich musste die Aussage machen, wieso und warum. Dann hat sie Babi angerufen, die ist hergekommen. Ja, die Nacht, also morgen sind wir daheim. Und daheim bin ich natürlich liegen, auch. Dann morgen natürlich wieder auf. Am nächsten Morgen ist der Vater den Traktor geholt. Und hat noch einen Nachbar gegeben. Ja. Der Vater sagt immer, nein, das Beispiel an der Mutter, sie hat auch alles kaputt gemacht. Wenn es darum geht, die Regeln nicht einhalten oder je nachdem, dann sagt er auch, ja, die Mutter hat das auch nie gemacht. Da lasse ich nicht mal mehr gross zu, weil ich weiss, dass es nicht so ist und das reicht für mich.
wegen dem kann mir der Papi sozusagen die Laune nicht gerade vermeisen. Weil, ja, schlimm ist es nicht, sein wie die Mutter. Er meint es einfach schlimm. Meine Mutter hat gesagt, im Haus wird nicht über Papi geredet. Sonst irgendwie wird auch nicht über Papi geredet. Und ja, dann macht das auch so. Irgendjemand wird ja wohl der Auslöser sein, sozusagen, dass sie nicht Frieden machen können. In 4 Jahren, etwa 4, 5 Jahre, haben sie sich wirklich nicht mehr gesehen und auch nicht mehr miteinander geredet. Ich bin so, ja, zwischen den und soll ich jetzt, was soll ich machen? Manchmal bin ich mehr auf Babys Seite, manchmal mehr auf Mamis Seite, je nachdem, wie es gerade rauskommt. Papa? Papa? Allô, papa? Pippa, ça va? Oui. Oui. Comment ça va? Bien. Mais qu'est-ce que tu... Moi, je ne vois pas. C'est bon? Ah oui, là, c'est bon. Wow. Hey, salut les pitchounettes. Ça va? Ouais. On soit dehors? Oui. Moi, je suis contente de te voir. Moi aussi, très content. Vous êtes encore à la mer? Non, on est rentré de la mer. Ah, c'est cool. Mhm. Oh, vous êtes belle. C'est quoi ces cheveux? Waouh. Vous savez que je vous aime? Oui, moi aussi. D'accord. Magnifique. Alors, on doit te rejoindre à 6 heures. Non, mais j'écris à maman. Je dis que j'écris à maman. D'accord. Ok. Je vous aime. Moi aussi. Ciao, ciao. Ciao, je t'aime. Direction Reggio Calabria e su, la station est su. Et donne. D'accord, attends, il y a Ilaria qui te veut. Viens, c'est moi. Papa? Papa, si t'as envie de bien
N'existe pas. Piscine à l'école. Allez. Vu que j'ai voulu t'appeler, mais je voulais juste te dire si j'osais prendre mon téléphone ou pas. Je vous en donne un. Oui, comme le mien. Et mon chargeur. Papa, il a le chargeur. On doit y aller, maman. On a fait du retard, hein? Ciao. Ciao. Il faut juste aller fermer. Tu pleures. Oui. Non. T'avais une larme. Pourquoi je vais pleurer? Maintenant, je vais pouvoir me reposer de ces vacances. Tu pleures. Là, il y a une goutte de sel. Au revoir, tout le monde. Ah, mon Dieu. C'est parce que je suis heureuse. Je pleure de joie. Je suis émue. Am Abend war es noch etwas windig, teilweise noch geregnet. Und da hat der Kollege angerufen, ob ich hochkomme. Dann habe ich gesagt, ja, wie geht der Wetter? Dann sagt er, ja, es ist eigentlich gut. Dann bin ich die Großmutter runter, das Auto holen. Und hier beim Fahren habe ich gemerkt, dass es recht Nebel hat. Ich bin langsam drauf. Als ich da oben war, bin ich ins Haus hier zu ihm. Dann habe ich gesagt, komm, wir gehen doch ein bisschen rumfahren. Er hat gesagt, ja, wir gehen auf Menzenau runter. Und hier beim Runterfahren, ja, bin ich auch ein bisschen schnell gesehen. In der ersten Kurve konnte ich durch, aber in der zweiten nicht mehr. Dann bin ich über die Stege drüber rein und nachher in ein stehendes Auto rein. Ja, und dann hat sie mich hinten geschleudert und dann sind wir ausgestiegen. Dann gehockt und ist das Auto gekommen und dann hat die Polizei angerufen und einen Krankenwagen. Beide Autos waren abgebrochen. Vom Unfall selber weiss ich nicht mehr. Aber im Kopf irgendwie Verletzungen oder so hatte ich nie. Mir ist es einigermaßen gut gegangen. Ich war ein Wochenende im Spital. Und der Kollege, der auch dabei war, ja, ich habe nicht so viel gemacht. Der Babi hat einfach gesagt, nächstes Mal, wenn es wieder vorkommt, wird es Konsequenzen haben. Aber gut, Glück ist dir nicht mehr passiert. Und ja, sonst hat er eigentlich nicht viel gesagt. Wenn es mir nicht gut geht, merkt man einfach, da kann man alles gleich sein. Da habe ich, manchmal haben die einen sturen Kopf, aber da könnte man glauben, jeder könnte man hier den Grind abreißen, es wäre mir sogar noch gleich.
Niemand mag nicht zugehört werden, außer man ist Italiener. Und dann reden alle miteinander. Ne? Und irgendwie hören sie sich auch. Was ich nicht unbedingt verstand. Aber bedenke, deine Papa hat jahrelang Berufsmilitär gemacht. Und normalerweise die nicht folgen, müssen auf den Boden runter Liegestütze machen. Also Vorsicht, gell? Ja? Spare the rod and spoil the child. Voll hart. Wo ich neu ins Heim gekommen bin, habe ich mir nicht irgendwie Gedanken darüber gemacht, wieso ich dort bin. Ich habe einfach gedacht, meine Eltern sind geschieden. Und das heisst, ich gehe nach Heim. Erst im Nachhinein einfach gemerkt habe, andere Kinder sind auch geschieden, aber die haben nicht mehr nach Heim. Habe ich mich angefangen zu wundern, wieso bin ich jetzt immer nach Heim? Ich habe mir angewöhnt, dass wenn ich und Mama Streit haben, bevor wir uns nicht sehen und der Streit wie unverarbeitet dort bleibt, sage ich ihr immer trotzdem, dass ich sie liebe. Weil sonst ist es ziemlich scheiße. Für dich. Für Mama auch, für beide. Für dich. Wie für dich? Wie meinst du das, Jackson? Mama ist erwachsen. Ja. Sie soll es besser wissen, auch wenn sie es nicht besser werden weiß. Ja. Das ist halt ihre Natur. Ich habe angefangen zu hinterfragen, was mein Vater so über meine Mutter lästert. Wie zum Beispiel, ja, meine Mutter hat die Hintergeschichte und die Hintergeschichte, von nichts stimmt. Also wirklich nichts. Also Schweizer Gas. Du meinst halt gelogen. 100% schauen. Voll Raum. Ja, Wie immer, es ist... Und man hat ihm das wirklich abgekauft. Und dann bin ich wie ein bisschen verloren gewesen, weil ich nicht gewusst, wem soll ich jetzt glauben? Was ist jetzt die richtige Geschichte? Was habe ich nur über sie gedacht? Das ist meine Mutter. Sie hat mich auf die Welt gebracht. Mamá, ¿así bien? Cada uno su plato. ¿Así bien? Más. The brain is boring, the ball is boring. Más. Está bien. Wie fühlt man sich wohl als Mutter, wenn die Kinder ein richtig schlechtes Bild von einem haben, obwohl man eigentlich nur das Beste für seine Kinder will? Wenn ich jetzt so darüber nachdenke, dann tut es mir mega leid. Ich kann es aber nicht zurücknehmen, es geht nicht. Und die Konsequenz daraus ist jetzt, dass ich im Heim bin. Ich denke mir einfach so, hätte ich schon vorher einfach besser verstanden, hätte es vielleicht anders kommen können.
Ich habe viel Seich gemacht daheim, wo vielleicht nicht gerade so gescheit war. Und so haben wir natürlich auch Krach miteinander bekommen. Darum bin ich jetzt eben bei der Mutter und was wir voneinander ein bisschen Abstand haben. Beim Vater haben wir keine grundfeste Regeln gehabt, haben wir machen, was wir wollen. Bei der Mutter haben wir jetzt Regeln, die alle müssen unterschreiben auf einem Blatt. Die Mutter hat gesagt, man muss nach vorne schauen, nicht nach hinten. Das ist Vergangenheit. Und das hat auch etwas. Ich meine, wenn ich vorne schaue, geht es mir besser wieder wenn ich hinten schaue. Später, wenn ich 20 bin, oder weiss ich auch nicht, kann ich mir schon eine Beziehung vorstellen, aber vorläufig. Mich tut sehr die Frauen reden die ganze Zeit über Fingernägel und diese Zeug. Mehr Jungs über Traktoren, Töffel, Töpfe so. Landwirtschaft, etwa die so. Mich eigentlich, ja. Grundsätzlich mich nicht. Momentan finde ich für niemanden Liebe, ausser für unseren Fiat Agri. Ich habe euch Freude an dieser Maschine. Das ist einfach so das Herzstück von hier. Ja. Salut. Allô, ça va? Oui. On va à la plage? Ça te dit ou ça te dit pas? Ouais. Y a ton frère qui vient? Ouais. Ben, il vient aussi. Ciao, maman. Je vais juste mettre la piscine.
Ah oui. On y va dedans? Non. Quand j'étais plus petite, j'aurais dû avoir le courage de dire papa et maman qu'ils devraient arrêter de se disputer et plutôt réconcilier. Mais c'est trop tard. Du coup, on a confiance en Patrick pour qu'elle prenne bien soin d'elle, comme Sylvie, qu'elle prenne bien soin de papa. Tu sais la pierre que tu m'as offert avec la petite fée dessus? Je la mets sous mon coussin. Ah. Moi aussi, je la mets sous mon coussin. Et tu sais le petit personnage en aimant là, qu'avant t'avais, je le mets sous mon coussin. Le personnage en aimant, c'est Tu sais, il y avait moi, maman, toi, sur le tableau là. Cuisine, hein. Ouais. Parce que maman, elle te met plus, elle l'enlève. Bah, c'est normal. Hein. Je le garde et je te mets en haut. Elle n'a pas fait un effigie de Patrick? Hein? Faire qui ressemble à Patrick, non? Non. Ouais. Bon, ça va, c'est crêpes. Wir haben aus dem Fenster geschaut und so eine Familie Vaterball spielen gesehen auf der Straße. So alle zusammen. Und dann habe ich mir gedacht, das wird so nie mit meiner Familie passieren. Wenn ich wieder auf meine Eltern bin, dann einfach, weil wir nicht so eine normal Family sind. Das Wort normal. Normal. Worauf wird das festgelegt? Jetzt irgendwie so eine Skala und wenn, dann könnte ich die bitte mal sehen und zerstören. Dankeschön.
Normal ist für mich zum Beispiel, dass ich an 3 verschiedenen Orten wohne. Für ein anderes Kind ist es normal, dass die Eltern zusammen wohnen, ein Hund und eine Katze in der Familie sind. Für jeden ist etwas anderes normal. Es ist nicht so, dass wir die ärmsten Kinder sind oder Jugendliche auf dieser Welt, nur weil wir in einem Heim wohnen. Wir sind eine Familie und wir sind füreinander da und wir sind nicht arm, wir haben sehr viel. Das ist extrem wichtig. Aus meiner Sicht, wenn es nicht funktioniert, trennt doch lieber. Dann könnt ihr ja immer noch etwas mit eurem Kind machen, aber nicht unbedingt als Mann und Frau, sondern als Vater und Mutter von einem Kind. Es ist nicht gut, wenn man immer sich zwingt. Das ist ja dann ein riesiger Stress für beide Beteiligten. So zu tun, als ob. Der Streit, den unsere beiden Eltern vor uns gemacht haben, die hätten das auch können unter sich klären und ohne Schreien und ohne dies und ohne das. Aber im Endeffekt hat der Fehler ja etwas gebracht, weil ich jetzt auch merke, wenn es wirklich brenzlig wird und wenn nicht. Und hätte die wahrscheinlich nicht vor uns gestritten, hätte ich es wahrscheinlich nie mitbekommen. Und dann war halt jetzt ein großer Teil von meiner Entwicklung wie nicht vorhanden. Also, als Fehler würde ich es nicht nennen. Als eine harte Lektion, sagen wir so. Kein Fehler, weil meine Eltern Fehler gemacht haben. Nein. Sie haben uns einfach auf ihre Art gezeigt, wie man durchs Leben kommt. Ja.
looking at the ceiling, staring at the wall, looking in the mirror, trying not to fall, trying to be careful, trying to be pure. I wanna be honest, I wanna be sure, but all I can see is a big black dot. I'm trying to comb through the tangle of thoughts. I don't wanna stay here, and I don't wanna go. I don't see it coming. I don't want it all. Take another story, take another frame, take another figure, take another name, take another person, take another life, take another problem, take another strife, take another demon, take another space, take another dream and